Unser Thema heute ist das Thema Brustvergrößerung mit Implantaten. Wenn Patienten zu uns kommen, um sich über dieses Thema beraten zu lassen, dann erkläre ich, dass wir 3 Dinge miteinander entscheiden müssen. Das erste ist, welches ist das richtige Brustimplantat, um den Wunsch der Patientin auch wirklich genau treffen zu können. Das zweite Thema ist, wo lege ich das Implantat hin? Über den Muskel, unter den Muskel? Das sind vielleicht Informationen, die Sie schon mal irgendwo gelesen oder auch gehört haben. Und die dritte Frage, die sich stellt, ist, wie komme ich denn dahin? Schneide ich an der Brustwarze, schneide ich in der Axilla, also der Achselhöhle, oder schneide ich in der Unterbrustfalte? Diese 3 Dinge sind alle Dinge, die wir besprechen können und die wir auch beeinflussen können. Auch Sie als Patientin haben da eine Möglichkeit, Ihre Wahl zu treffen. Heute in diesem Video beschäftigen wir uns nur mit dem Thema, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen verschiedenen Brustimplantaten? Zunächst einmal gibt es einen Unterschied in der Form. Sie kennen bestimmt oder vielleicht den Begriff anatomische oder Tröpfchenform. Das heißt, das Implantat hat in der Art und Weise, wie es gestaltet ist, schon bereits die Form einer natürlichen Brust. Das heißt, unten ist mehr Volumen als oben. Demgegenüber stehen die Implantate, die rund konfiguriert sind. Das heißt, ich sag mal, von der Seite aussehen wie ein Zirkuszelt. Diese Implantate bringen natürlich oben mehr Volumen mit als die anatomischen und geben daher mehr Dekolleté. Das ist die Unterschiedlichkeit in der Form. Die Größe des Implantats spielt dabei erstmal gar keine Rolle, sondern die erste Entscheidung betrifft die Form. Rund oder natürlich tropfenförmig anatomisch, alles das Gleiche. Die zweite Frage ist dann, möchte ich ein großes Implantat oder ein kleines Implantat? Je größer ein Implantat wird, desto mehr verändern sich 2 Dinge an diesem Implantat. Der Durchmesser wird immer größer, also die Auflagefläche auf dem Körper, und die Projektion wird immer größer. Beides steigt. Das heißt, wenn ich ein Implantat größer wähle, wird es auch breiter. Das Dekolleté schließt sich mehr, aber das Brustimplantat hängt auch auf der Seite rüber. Das heißt, diese Entscheidung muss man natürlich treffen auf die Anatomie der Patientin hin. Möchte sagen, dass wir nicht bei jeder Patientin jedes x-beliebige Implantat verwenden können. Da gibt es Grenzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man zusammen besprechen muss. Die Füllung des Implantats ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben sehr weiche Gele und wir haben etwas härtere Gele. Je härter ein Gel ist, desto mehr kriegt die Brust am Ende die Form des Implantats. Und je weicher wir das Gel nehmen, desto mehr bewegt sich die Brust natürlich mit den Bewegungen des Körpers. Und die letzte Qualität, die ein Implantat haben kann, sind die verschiedenen Oberflächen. Da gibt es also geschichtlich eine Entwicklung von ganz glatten Implantaten zu ganz rauen Implantaten, jetzt hin zu diesen sogenannten mikrotexturierten oder nanotexturierten Implantaten, also einer ganz feinen, rauen Oberfläche, die mit dem bloßen Auge gar nicht zu erkennen ist. Das ist gegenwärtig die modernste Form der Implantate und nur diese Implantate werden auch bei uns verwendet. Sie sehen, ganz so einfach ist das nicht. Das ist so ein bisschen, dass wir eine individuelle Entscheidung miteinander besprechen müssen. An einigen Stellen haben Sie natürlich als Patientin die Möglichkeit, Ihre Vorstellung einzubringen und an anderen Stellen auch wieder nicht. Denn die Natur hat Ihnen eben einen gewissen Körper gegeben. Diese Grenzen müssen wir respektieren und nur wenn man das weiß, kann man das richtige Implantat aussuchen. Wenn man das richtige Implantat aussucht, dann ist der Erfolg der Operation auch gesichert. Das ist die logische Kette, die ein erfahrener plastischer Chirurg in der Beratung berücksichtigen muss.